Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, und zwar ist das Final Fantasy XII. Oh Gott, ich hoffe mal, das klappt soweit vom Spielen her. Und nicht, dass es jetzt hier irgendwie groß rumleckt oder so. Weil ich habe nämlich so mit Emulatoren und immer so meine Probleme. Wie man es eigentlich schon im Hintergrund sehen kann. Wir machen einfach ein neues Spiel. Final Fantasy XII. Warum ist der Ton so laut? Gibt's noch nicht. So, ja. Einstellungen soweit. Normal, 4:3. Nee. Untertitel an, Filmerflicker. Okay, was so gut das ist. Bildvibration. Vibration hab ich eh nicht. Gut, dann drücken wir auf Spiel beginnen. Und genießen das Intro erstmal. In the name of the Father, and in the presence of these holy relics, I hereby pronounce you man and wife from this time forth. May the blessings of the gods light your path for all eternity. Farewell. If, following this, Arcadia should launch an attack by both land and air, our kingdom will stand little... Nabudis has fallen. Impossible! My father? I know not. I am sorry. If Nabudis has indeed fallen, it is only a matter of time before they reach the borders of Dalmasca. There is nothing to halt their advance. Secure Nalbina with all haste. I will go. And I will go at his side. Galtea stand watch over your life.
that I be considered worthy. The fortress is lost! We must withdraw! No! The paling still stands. Shield beyond sight. They're failing light. The paling's fallen! Then it's over! For my father. For my father! Lord Rassler! Blessings of the Great Father descend, and guide your bodies return to the earth. Great Father, guide your spirits return to the Mother of all. There you shall find peace. Pharaoh. Das Geflackere muss ich noch irgendwie hinkriegen. The death of Lord Rassler Heos Nabradia was but one of many tragedies to befall the kingdom of Dalmasca. The air of hope that had surrounded Her Royal Highness Princess Asha's wedding was now quite lost. Dalmasca had been set adrift at the mercy of history's restless tides. At this time, two great empires struggled for dominion over Ivalice. Arcadia in the east, Rosaria the west. The invasion of the Kingdom of Nabradia was Arcadia's first step in its westward march. With Lord Rassler's beloved homeland consumed by the hellfires of war, it seemed clear that Arcadia would soon mete out a like fate to Dalmasca. The fall of the fortress at Nalbina told the destruction of the greater part of Dalmasca's forces.
a counterattack was mounted by the order of the Knights of Dalmasca, ever brave and faithful. But against the martial might of the Arcadian armies, they stood little chance of victory. Indeed, their defeat was to be absolute. Soon thereafter, Arcadia came forward, offering terms of peace, or, as one might rather put it, terms of Dalmasca's surrender. Lord Romanos, King of Dalmasca, and my dear friend, had no choice but to accept these terms. It was, thus, only with reluctance that he set out for Nalbina Fortress, now under Arcadian occupation, to affix his seal to the Emperor's Treaty of Peace. The king had scarce departed his royal city of Rabanasta when the remnants of the Order made their return, and not a moment too soon, for a terrible revelation awaited them. The treaty would be signed with steel and writ in royal blood. Memoria des Marquis Halem Ondor IV, 12. Kapitel, das Königreich der Abendsonne. Aber wenigstens habe ich konstant 50 Frames. Das ist schon mal gut. You there? Can you hear me? It's as I feared. They're slowing us down. Do not say that. Not all of us are here for love of battle. He fights to defend his homeland. Your name? Rex, sir. My name's Rex. Good. Rex. You bore a few cuts, but you are still whole. Well, can you stand? Nalbina Festung, nördliche Galerie. Think you can fight? I'm fine, sir. How old are you, Rex? 17, sir. Young. Family? My brother is all I have left, sir. He's 2 years younger than I, living in Rabanaster. So young. You're barely old enough to be a man. You shouldn't be forced to wield a sword. No, sir. I want to fight. For my homeland. And for my parents. It's time, Bosch. Save the discussion for later. We must reach the king before they act, or all our efforts will be in vain. I'm aware of the situation. We found them! Over there! Bossel, go ahead. I will handle this rabble. Godspeed. Steady, Rex. Keep your wits about you and you'll make it. We move! Rex, behalte stets deine Umgebung im Auge. Schau dich mit dem rechten Analogstick um. Sondiere das Umfeld nach imperialen Soldaten. Verliere keine Zeit. Den rechten Analogstick. Jo, das ist... genau. Benutze den linken Analogstick, um dich fortzubewegen, Rex. Du kannst sowohl gehen als auch laufen. Du beherrschst die Fortbewegung? Dann komm zu mir. Ja! Siehst du das Symbol über meinem Haupt? Das ist ein Gesprächsicon. Es zeigt an, welche Charaktere angesprochen werden können. Um jemanden anzusprechen, nähere dich ihm und drücke X. Nun sprich deinen Kameraden am Tor an. Okay, gut. Du darfst dein Leben nicht wegwerfen, Rex. Tu, was in deiner Macht steht, aber stürze dich nicht tollkühn in hoffnungslose Kämpfe. Schließlich musst du deinem Bruder berichten, wie du unser Vaterland vor dem Untergang gerettet hast. Vertraue den Worten des Hauptmanns. Die Festung harret unser, schnell, durch dieses Tor. Eile ist geboten. Siehst du das Symbol über deinem Haupt?
ein sogenanntes Signal-Icon. Dieses erscheint in der Nähe von Türen, Schaltern oder auch Items. Um herauszufinden, auf was das Signal-Icon aufmerksam macht, tritt näher heran, bis sich das Icon verändert und drücke X. Nun öffne das Tor. Es ist soweit. Wir werden die Imperialen, die die Festung besetzen, zurückdrängen. Wir müssen Dalmasca befreien. Konzentriere dich auf die vorderen Angreifer, Rex. Ich halte dir den Rücken frei. Jo. Bis jetzt läuft's ja ordentlich. Öffne das Menü mit Dreieck. Das Menü beinhaltet Informationen über deinen Gesundheitszustand oder gibt Auskunft über dein Inventar. Was ist das für einer? Die Visierlinie des Gegners. Verteidige dich mit blank gezogener Waffe. Die Visierlinie des Gegners ist rot. Deine eigene Visierlinie ist blau. Eine rote Visierlinie bedeutet, der Feind ist in der Nähe. Ist kein Gegner in Sicht, benutze den rechten Analogstick, um dich umzusehen. Hast du dein Ziel gefunden? Wechsle mit X in das Kampfmenü. Mit Angriff kannst du einen Gegner anvisieren und ihn angreifen, wenn du dich ihm mit dem linken Analogstick näherst. Der Angriff erfolgt automatisch, bis der Gegner niedergestreckt ist. Ziele können geändert, Handlungen widerrufen werden. Bei TP-Verlust wird mit X das Kampfmenü aufgerufen, um ein mitgeführtes Item zu benutzen. Verwende zum Beispiel einen Potion. Nach Benutzung des Items wird automatisch die vorangegangene Handlung wieder aufgenommen. Der erteilte Befehl muss nicht wiederholt werden. Nun kämpfe, Rex! Oh! Komm her, du! Au! Bam! Nochmal! Haha! Bis jetzt läuft's ganz ordentlich. Captain? Oh no, was ist das? Unser erster Bosskampf! Ich gucke nämlich gerade beim Chartalks und die liebe Grüße an der Stelle. Und das habe ich jetzt noch gepackt. Das Spiel Final Fantasy XII. Ah, musst du nicht selber spielen. Und ja, ich habe halt nicht gedacht, dass es so jetzt normal läuft, so halbwegs. Ich habe gedacht, das hängt mal noch ein bisschen und ich habe 50 Frames, das reicht. Zwar in Szenen dieses Flackern, das hat ja Chartalks auch gehabt, aber ja, aber ansonsten läuft das Ganze. Receive you, Tomberry. You've leave to retire. Well fought. My thanks, Antlion. Tomberry disengaging. Ja. Und so ist die ganze Story. Ach so. Du musst ja nur einmal Angriff drücken. Stimmt ja. Das war ja bei FF12 so. Dass du dann so machen musstest. Rex, die Gänge dieser Festung gleichen einem Irrgarten. Die Navigationskarte rechts oben im Bildschirm wird dich davor bewahren, die Orientierung zu verlieren.
Solltest du dich dennoch einmal verirrt haben, wirf einen Blick auf deine Landkarte, die wir dir gaben, als wir in die Schlacht zogen. Mit Select erhältst du Einsicht. Ja, ich habe immer gedacht, ich nehme wieder mal was auf. Lange Zeit nichts aufgenommen. Nee. Dann wird es halt mal Final Fantasy 12. Ist zwar ein gewagter Schritt, weil wegen Emulator und wegen ordentlich laufen und keine Lags und dies und das und Ananas und... Vossler! Where are you? Genau so. What if Captain Ozilus has fallen? Don't talk such nonsense. Vossler's laughed in the face of death far too many times for him to stop now. Men like him don't die in places like this. We must make haste to reach the king. We will take him to safety. Is His Majesty unharmed? He'll agree to an unconditional surrender. They wouldn't dare touch him until the wax on his seal is dry. But if we arrive after he signed the treaty? Wait. Quickly, Rex. Ah ja, und außerdem, da es hier ja in Final Fantasy 12 auch Schatzkisten gibt, werde ich hier jetzt erst einmal keine öffnen. Ah ja, ich gerade beim Shardox das verfolge und der hat auch keine Kisten geöffnet und dann, weil es hier in diesem Spiel eine gewisse Doxalanze gibt und die soll sehr OP sein. Und da gibt es im Spiel, sollte man keine Truhen, also, geht gleich, warte, Basch. Man sollte 4 oder 5 Truhen nicht öffnen, aber ich weiß gerade nicht genau welche und deswegen lasse ich einfach alle Kisten weg. Der ist eh bloß Schrott drin, in den meisten, bis wir halt die Doxalanze haben. So, ja, da kommen wir noch später dazu. Nicht immer muss mit Waffengewalt eine Schneise in feindliche Reihen geschlagen werden. Oft ist Rückzug die weisere Entscheidung. Halte in Notlagen R2 gedrückt, um zu fliehen. Sein Heil in der Flucht zu suchen, ist keine Schande. Bisweilen sind taktische Rückzüge vonnöten. Ja, also das hier. Aber man kann nur flüchten, man kann nur angreifen. Komm her, du. Du bist ein Magier. Ja, die Kiste, lass mir einfach weg, die Kiste. Scheiß drauf. Ihr wisst schon, wo es hingeht. Ja, hier sind noch Feinde. Oh, mich hat jemand geheilt. Aua. Bleib ja da hinten. Basch, was ist los? Ah, jetzt kommt das. Das ist ein Speicherkristall. In seiner Nähe kannst du die bisherigen Geschehnisse mit X festhalten. Außerdem regeneriert der Kristall vollständig TP und MP. Indem du dich fortbewegst, werden die MP geheilt, wofür jedoch weite Strecken zurückgelegt werden müssen. Nutze die heilende Kraft des Kristalls, wenn du einen erblickst. Noch vieles musst du lernen. Die Schlachtfelder, auf denen du dich zu bewähren hast, werden eine harte Schule sein. Wir müssen weiter. Es gilt, seine Majestät zu finden, solange noch Zeit ist. Ach so, wir können ja schon ins Menü rein hier. Na, andersrum.
Intruders! Don't let them escape! Oh mein. Sir, we have little time. You must go to the king. I'll handle these. Fight well. Sei tapfer, Rex. Kommt her hier. Komm her, du! Haha. Machen wir die große Tür auf, so. Gibt's hier links was? Nee, da ist nix. Scheiß Steuerung mit der Kamera. Ja, es kommt alles. Das wird alles noch besser. My friends, das wird noch besser. Keine Angst. Erstmal einspielen wieder. Lange kein Final Fantasy 12 gespielt. Ich weiß noch ungefähr, wie alles abläuft. Und andere weiß ja gerade bei Chartox guckt, deswegen. Aber weiß noch, wie alles abläuft. Deshalb mit der Doxalanze war mir neu. Your Majesty. Captain, why? Our king, what have you done? The king intended all along to sell Damaska to the Empire. His Majesty was a traitor. Captain, Seize the insurgent. Hello! Well, so much for peaceful negotiations. We'll never surrender to you. We are not cattle to be sold by a traitor king. But the war is over, my dear captain. You have lost. Dalmasca is the property of the Empire now. And to think, we intended to let you keep some of your sovereignty, out of respect. But now you've gone and ruined that. Haven't you, Captain? We will never bow to you. And the people of Dalmasca will hate you for it. Take the captain away. Off you go. Vaughn. Pretenses of peace left by the wayside, the Arcadian forces resumed their advance toward Rabanasta. Dalmasca's doom had been decided. To make resistance would serve no end. With this foremost in my thoughts, I to the people of Dalmasca. Sons and daughters of Dalmasca, I bid you lay down your arms. Raise songs of prayer in their stead. Prayer for His Majesty King Raminas, ever merciful, a man devoted wholly to peace. Prayer, too, for the noble Princess Ash, who, wrought with grief at her kingdom's defeat, has taken her own life.
Know also that Captain Bosch von Ronsenberg, for incitement of sedition and the assassination of His Royal Majesty King Ramenos, has been found guilty of high treason and put to his death. They who at this late hour choose still the sword are cut of the same cloth as the captain. Traitors who would lead Dalmasca to her ruin. Dalmasca's surrender without terms was soon to follow. Memorien des Marquis Harlem Ondor de Faux. 13. Kapitel, Pflichten eines Bundesgenossen. Ach, schade, dass man mit Rex nur so leider so kurz spielt. So sad. Vaughn! Hurry it up or they'll find us. I know. Just a little more. You keep an eye out for me up there, Kites. 1, 2, 3 more. All right. Time to clean house. Time to clean house. Genau. Bleibt stehen, ihr komischen Ratten. Ey. Und damit ist, oder hier ist mein Erstlieblingscharakter in Final Fantasy 12. Der gute Vaughn. Komm her, ihr komischen Ratten. Oh, du Ratte. Ey, bleib stehen. Bleib stehen. Ich komm sogar zu dir angerannt, du. Haha. Wow, Vaughn! You got him all yourself? Guess I know who to call when something big comes along. Hey, it's good practice for the desert. I'm ready for anything now. That's enough for today. You should get back to Miguel's place, Kites. Aren't you running errands for him? Oops. Totally forgot. Oops. You should come, Vaughn. He's busy today. Might have some work for you to do, too. I've got other, work to do. Hey, lock this place up for me, will you? If Miguel finds out we've been down here, he'll tan our hides. Ich schließe für mich ab.